Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es weiter mit dem Bayes-Lernen und zwar wollen wir heute eine Funktion lernen. Eine Funktion lernen wir, indem wir diese Maximum Likelihood, beziehungsweise wie haben wir sie genannt, Map, den Map-Algorithmus hier anwenden sozusagen. Und den kriegen wir bei Funktionen relativ leicht hin. Ist eigentlich relativ cool. Und was wir beim Funktionslernen, also warum wir überhaupt eine Funktion lernen wollen, ist oftmals haben wir eine gewisse Datenverteilung, zum Beispiel, dass es uns bei 20 Grad zu kalt zum Joggen ist und wenn es kälter ist. Und ab 20 Grad bis 25 Grad gehen wir sehr gerne joggen und alles, was über 25 Grad ist, da schwitzen wir uns dann wieder zu Tode, deswegen lassen wir es dann gleich mal wieder. Deswegen sagen wir, okay, wir wollen die Funktion lernen, die uns zwischen 20 und 25 Grad ein Ja ausgibt und ansonsten ein Nein. Das ist tatsächlich eine Funktion. Es gibt natürlich auch noch andere Anwendungen, zum Beispiel, wie viele User benutzen das Spiel, wenn es, keine Ahnung, ein Shooter ist oder sowas. Und das ist dann abhängig von Parametern wie Grafik und Gameplay und keine Ahnung was. Da könnt ihr euch ganz gerne mal irgendwas überlegen. Wir werden jetzt einfach mal uns anschauen, wie dieses Funktionslernen funktioniert. Dazu ganz kurz, wir haben beim Funktionslernen immer eine gewisse Menge an Datenpunkten gegeben, die nenne ich jetzt einfach mal wieder xi. Also ich glaube, ihr kennt mittlerweile die Schreibweise, es gibt halt x1 bis xm, die werden wir einfach mal so hinnehmen. Und dann haben wir den Datenpunkt, also der dann am Ende eben mir das Ergebnis liefert. Also so wie es dann in der Funktion aussieht, das wäre dann f von xi, wäre zumindest ideal, wenn es so wäre. Das wäre dann di. Ups. Und di ist leider meistens nicht ganz f. Also wir wollen die Funktion f lernen. Das schreibe ich gerade mal hin. Gesucht ist die Funktion f. Und wir wollen dieses d fast als echte Funktion erfahren. Also das ist fast f von xi, aber eben nicht ganz. Denn f von xi kann auch einen gewissen Fehler noch haben. Unsere Datenpunkte sind zum Beispiel nicht immer perfekt. Die sind meistens sogar sehr, sehr falsch. Also was heißt sehr, sehr falsch, aber sie liegen halt immer ein bisschen daneben. Wenn ihr euch mal eine Funktion anguckt, sagen wir haben diese Datenpunkte hier. Sekunde, ich muss ein bisschen dicker stellen. Wir haben hier einen Datenpunkt, hier, hier, hier und hier und hier, hier, hier. Sowas in die Richtung, ja? Und dann ziehen wir da eine Funktion durch, die wirklich gerade ist. Also das wäre unsere ideale Zielfunktion. Dann sehen wir, dass unsere Datenpunkte immer ein klein bisschen Fehler machen. Also das hier ist ein Fehler, das Ding liegt sogar relativ weit daneben. Das hier liegt daneben und das liegt auch immer noch ein bisschen daneben, das hier auch. Nur ein paar Punkte liegen halt auf dieser Geraden drauf. Und wir wollen jetzt versuchen, diesen Fehler, den wir hier gemacht haben mit den Daten, den zu minimieren über alle Datenpunkte. Deswegen suchen wir uns die wahrscheinlichste Hypothese und die kriegen wir, wie gesagt, indem wir diesen Maximum Likelihood bzw. Map-Algorithmus durchführen. Okay, di, also diese Datenpunkte, sind dann immer f von xi, aber nicht ganz perfekt, sondern mit noch einem gewissen Error drauf, also einem gewissen Fehler, den wir hier aus Versehen eben gemacht haben beim Messen dieser Datenpunkte. Ihr wisst vielleicht auch aus der Physik, Daten sind nie wirklich perfekt, wenn man sie misst, sondern nur, wenn man sie errechnet. Okay, ja, und jetzt wollen wir eben dieses f, diese Funktion, die uns die Daten am besten beschreibt, die wollen wir jetzt finden. Gut, was wir jetzt also machen, ist folgendes. Wir suchen uns diese Maximum Likelihood Hypothese, also ML, vorletzten Mal haben wir das hier. Dieses Mal suchen wir uns wieder mal dieses HMAP oder HML wird es genannt. Es wird HML genannt, wenn das hier hinten wegfällt, weil alle Hypothesen gleich wahrscheinlich sind. Also sprich nur der Teil hier, das heißt dann HML, Maximum Likelihood. Ja, die wahrscheinlichste Hypothese einfach. Okay, das kriegen wir hin, indem wir einfach mal wieder fast denselben Algorithmus anwenden, nur dieses Mal andersrum. Wir wollen nämlich den Fehler hier minimieren. Nicht maximieren jetzt, sondern minimieren, aber kommt im Prinzip auf selbe raus. Ich schreibe hier HML hin, weil es eben die Maximum Likelihood ist. HML ist gleich argmin, also wir minimieren dieses Mal über alle H. Schreibe ich jetzt auch nicht ausführlich hin, ihr kennt das Ganze ja. Und zwar hier über die Summe von
i gleich 1 bis m. Das schreibe ich jetzt so hin, das muss ungefähr passen. Besser kann ich es hier in dem Programm leider nicht machen, aber wie gesagt, hier ist es besser, die Algorithmen zu schreiben. Okay, also wir summieren über alle Datenpunkte, die wir haben. Wie gesagt, wir haben hier x1 bis xm, einfach über alle Datenpunkte drüber. Das ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Okay, dann schauen wir uns d an, also den Endpunkt, da wo wir rauskommen mit unserer Funktion, für den Datenpunkt, also di, und subtrahieren davon die Hypothese angewendet auf den Datenpunkt xi. Okay? Ja, und damit wir das Ganze eben nicht irgendwie als negative Zahlen auch noch reinkriegen, quadrieren wir das Ganze. Also das hier ist wirklich nur, das Quadrat ist nur dafür da, negative Zahlen werden zu positiven, positive bleiben positiv. Okay, was wir hier gemacht haben ist, wenn ihr das mal umrechnet, wir haben jetzt einfach mal für dieses f eine Hypothese angenommen und jetzt subtrahieren wir dieses f von x auf die andere Seite. Dann steht hier di minus h von x, weil das ist ja jetzt eine Hypothese, wir wissen ja f nicht, das müssen wir herausfinden. Und das heißt, wir haben hier di minus h von xi stehen. Wenn wir das auf die andere Seite bringen, das ist unser Error. Das heißt, damit berechnen wir jetzt den Fehler von unserer Hypothese. Und jetzt summieren wir diesen ganzen Fehler, der dadurch positiv wird, da wir das hier quadrieren, summieren wir das Ganze eben auf und dann haben wir den Fehler, den es über alle Datenpunkte macht, die wir hier gesammelt haben. Das heißt, hier steht am Ende der gesamte aufsummierte Fehler über alle Datenpunkte, den unsere Hypothese hier macht. Und den berechnen wir für jede einzelne Hypothese, die wir uns ausgesucht haben. Also zum Beispiel f von x gleich x oder f von x gleich 2x oder f von x gleich x Quadrat oder sowas. Und dann nehmen wir einfach die Hypothese raus, die den kleinsten Fehler macht. Und das ist dann unsere Maximum Likelihood Hypothese. Super. Das ist es eigentlich auch schon, das ist der ganze Trick dabei. So kriegt ihr eine Funktion raus, die für euch den niedrigsten Fehler macht beim Funktionslernen. Okay, das hatte jetzt dieses Mal relativ wenig mit Bias zu tun, aber wird natürlich daher motiviert, weil es eigentlich im Prinzip dasselbe ist. Nächstes Mal geht es tatsächlich wieder mit einem Bias-Klassifikator los und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ja, gut, das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!